Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Mario und Anna und reisen schon seit vielen Jahren mit Auto und Dachzelt. Ja, begonnen hat damals alles in Norwegen. Dort mit dem Skycamp von iCamper in der ersten Generation noch unterwegs gewesen. Daraufhin sind viele Reisen mit der zweiten Generation des Skycamps gefolgt. Und nun ist es soweit. iCamper hat kürzlich die dritte Generation vorgestellt. Und wir wollen euch in diesem Video einmal zeigen, was sind alles die kleinen Neuerungen, welche Veränderungen gibt es zum Vorgänger. Viel Spaß damit! Bevor wir beginnen, euch die ganzen kleinen Neuerungen zu zeigen, beginnen wir erstmal mit den Sachen, die gleich geblieben sind. Als allererstes haben wir da das Packmaß. Auch wenn das Zelt hier auf diesem Mini Countryman sehr, sehr groß aussieht, haben wir weiterhin unverändert ein Packmaß von 217 x 139 cm. Und das Ganze ist auch beim Gewicht nicht anders. Wir haben weiterhin ein Gewicht von 74 Kilogramm. Das bedeutet, dass die meisten Fahrzeuge das Zelt auf jeden Fall Huckepack nehmen können, sage ich mal. Auch die Liegefläche von innen bleibt im ausgeklappten Zustand ungefähr bei 2 x 2 Meter. Und auch das Grundprinzip, wie dieses Zelt aufgebaut ist, der Klappmechanismus und das Aufbauprinzip ist gleich geblieben. Und da würde ich sagen, wir packen das Zelt einfach mal aus. So, Dachzelt ist nun aufgebaut. Jetzt zeigen wir euch die Neuerungen. Ja, den meisten ist es sicher von euch schon aufgefallen. Das Zelt ist nun nicht mehr in Rot- und Brauntönen gehalten, sondern ist jetzt dunkelgrau bis schwarz. Auch der Schriftzug auf dem Zelt, das iCamper-Logo, ist jetzt nun nicht mehr rot-silber, sondern ist jetzt in einem gebürsteten Edelstahl, nenne ich es mal. Außerdem hat sich noch im Innenraum des Zeltes was verändert, nämlich es gibt jetzt eine gröbere Steppung und auch das Gestänge, was vorher helles Silber war, ist jetzt matt schwarz. Ebenfalls verändert hat iCamper die Schnellverschlüsse zum Öffnen und Schließen des Dachzeltes. Diese sind, wie schon bei der ersten Generation, so rumgestaltet, dass die Schlaufen sich jetzt unten an der Platte befinden und wir oben nur den kleinen Schnellverschluss haben, welcher jetzt wieder durch ein Schraubgewinde in seiner Größe verstellbar ist. Das bedeutet, wenn jemand mal oben seine Decke oder seinen Schlafsack mit drin liegen lassen will, haben wir jetzt die Chance, diese Schnellverschlüsse ein bisschen zu weiten und vielleicht ein bisschen mehr Sachen wieder oben ins Dachzelt reinzubekommen. Wir befinden uns gerade im Dachzelt und ich sitze an einem der seitlichen Fenstern. Und hier befindet sich die erste Neuerung. Wir haben hier einmal das Ausstelldach, was einmal außerhalb mit Reißverschlüssen festgemacht ist. Die können wir einmal öffnen. Vorführeffekt. So, wir öffnen die. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit diesen zwei Schnüren hier das Ausstelldach quasi wie eine Rollo hochzusippen und dann mit einem Zipper hier in den Rändern festzuziehen. Geht super schnell und einfach. Eine weitere Veränderung am Fenster ist, dass wir jetzt keine 3 Schichten mehr haben, sondern 2. Ihr seht, wir haben jetzt nur noch das Fliegennetz und einmal eine Verdunklung. So. Und die durchsichtige Schicht, oder wie ich sie mal benannt habe, die Klarsichtfolie, die ist nicht mehr vorhanden. Wir können jetzt außerdem auch die Schichten unabhängig voneinander öffnen und schließen. Wir haben einmal die Möglichkeit, das Fliegennetz zu schließen und die Verdunklung und können jetzt unabhängig einfach das Fenster zum Beispiel wieder öffnen, ohne dass wir die Verdunklung aufmachen. Und schon haben wir das Fliegennetz und die Verdunklung nicht mehr vorhanden.
die Montagebefestigungen wurden vom iCamper an dem Zelt überarbeitet. Vorher musste man mit seinem Schraubenschlüssel direkt hier an den Montagebacken schrauben. Ja, und das war zum einen knifflig, da mit seinen Händen dran zu kommen. Zum anderen konnte es passieren, dass einem eventuell das Werkzeug aus der Hand rutscht und so den Lack des Autodaches beschädigt. Und zum Glück nie passiert, ich hoffe den meisten auch nicht. Aber trotzdem gibt es von nun an die Möglichkeit, durch die Zeltschienen mit Hilfe eines langen Schlüssels, welcher im Lieferumfang vorhanden ist, die Montagebacken anzuziehen oder auch zu lösen. Das bedeutet, ich komme von hier hinten ganz entspannt dran, muss mich nicht verrenken und habe weniger Angst um mein Autodach. Ja, auch die Matratze hat sich ein bisschen verändert. Wir haben zwar wie beim 2.0 auch eine zweigeteilte Matratze, damit wir das Zelt ja auch leichter zusammen und aufklappen können. Aber die Matratze selbst hat jetzt eine andere Struktur erhalten. Es ist jetzt eine 9-Zonen-Matratze und in Summe 6,5 cm dick. Ich würde jetzt sagen, sie fühlt sich im ersten Moment fluffiger an und auch bequemer. Wie sie allerdings beim Schlafen ist, werden wir noch herausfinden. Auch die Leiter wurde an manchen Stellen etwas modifiziert. Zum einen wird diese nun über ein Schnellspann- oder Schnellverschlusssystem am Zelt eingehakt. Das bedeutet, diese lässt sich jetzt in Sekunden montieren oder auch demontieren. Und dieses Verbindungsstück, der Schnellspannverschluss von der Leiter, dient nun auch als Aufnahme für die Spannstange, sodass eine Bohrung in den Boden des Dachzeltes nicht mehr nötig ist. Vielleicht habt ihr es beim Aufbauen ja schon gesehen oder erhaschen können. Eine weitere Neuerung ist nämlich hier die Spannstangentasche. Die ist hier vorne direkt beim Eingang eingenäht. Hier sind alle Stangen vom Zelt, die man draußen befestigt, integriert, gelagert. Und so hat man jetzt, wenn man das Zelt aufbaut, direkt am Eingang die Stangen griffbereit und man muss nicht mehr durchs Zelt klettern oder die Tasche verrutscht. Eine weitere zeitgemäße Optimierung findet sich hier unten an den Ecken des Dachzeltes. Neben neuen elastischen Bändern und einer Befestigung dafür wurde hier vor allem ein kleines Loch integriert, durch welches jetzt zum Beispiel das Kabel eines Solarpanels oder eine Powerbank von unten bis ins Dachzelt geleitet werden kann. Das war unsere kleine Vorstellung der wichtigsten Neuheiten am SkyCamp 3.0, gerade im Vergleich zum Vorgängermodell. Was das Zelt kostet, kann ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier und heute leider gar nicht sagen. Ich werde es euch mal hier unten passend einblenden. Unser persönliches Fazit, ja, optisch, das ist sowieso Geschmackssache. Wir fanden das vorher schon cool mit dem ganzen Brauntönen und den Roten. Das hatte schon so ein besonderes Markenzeichen. Das finden wir schade, dass das verloren ist. Auf der anderen Seite finden wir, dass das ganze Zelt schon ein bisschen edler aussieht, gerade mit dem gebürsteten Edelstahl des iCamper-Schriftzugs. Es gibt viele kleine, pfiffige Lösungen. Zum einen das mit dem Fenster, die Spannstangentasche finden wir richtig gut gelöst. Also, ja. Ja, aber wir würden jetzt auch sagen, dass jemand, der das Vorgängermodell bereits besitzt, sollte sich jetzt nicht gezwungen sehen, sich das Modell zu kaufen. Das ist nicht nötig. Es sind coole Neuerungen, aber dafür würde ich jetzt keinen Umstieg in Erwägung ziehen. Außerdem hat iCamper auch noch das X-Cover modernisiert bzw. verbessert. Wir haben dazu einen Blogbeitrag geschrieben, den verlinken wir euch mal in der Infobox. Und dann fragen wir jetzt euch, wie findet ihr die ganzen kleinen Neuerungen? Wie findet ihr insbesondere die Optik? Wäre das iCamper SkyCamp etwas für euch oder nicht? Lasst es uns gerne wissen, lasst uns gerne in den Austausch gehen. Wir freuen uns riesig darauf, im Laufe des Jahres das Zelt vielleicht auch mal intensiv auf einer Reise zu testen und zu gucken, wie gut ist die Matratze auch im Langzeittest. Ja, und ansonsten war es das hier mit diesem Video. Es ist nämlich auch ziemlich kalt. 2 Grad. Wow. Wir hoffen, ja, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne was in die Kommentare und bis bald. Ciao!